Am Ende des ersten Videos der Fahrradtour von Tegel über Spandau nach Zehlendorf waren wir am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal angelangt, der, wie schon im Video zur Europacity erzählt, zwischen 1848 und 1859 nach Planung von Peter Joseph Lenné angelegt wurde. Wie berichtet, mündet er hier in die Havel und 12 Kilometer weiter am anderen Ende am Hauptbahnhof in das Humboldt-Becken und in die Spree. Der Saatwinkler Steg führt über den Kanal, wir verlassen den Bezirk Reinickendorf und die Tour geht in Spandau weiter. Genauer gesagt sind wir im Ortsteil Haselhorst, in dem sich auch die Spandauer Zitadelle befindet. Dort kommen wir heute aber nicht mehr hin. Wir bleiben im nördlichen Teil von Haselhorst und nähern uns der Wasserstadt Oberhavel. Zunächst bleibt es grün, aber im Laufe der Tour werden wir zahlreiche Neubauareale sehen, die sogar das Gebiet Europacity übertreffen. Mir war selber nicht bewusst, was in Spandau in den letzten Jahren bereits alles gebaut wurde und wie viele Großprojekte dort gerade geplant und im Entstehen sind. Im November 1990, die Mauer war seit einem Jahr Geschichte, wurden geheime Pläne des Berliner Senats bekannt. Der damalige Bausenator Wolfgang Nagel wollte eine neue Wasserstadt an der Oberhavel bauen mit 18.000 Wohnungen für 50.000 Menschen. Die Baukosten wurden mit 10 Milliarden D-Mark veranschlagt, im Jahr 2000 sollte alles fertig sein. Um Spekulationen zu verhindern, hatte man versucht, die Pläne geheim zu halten. Bausenator Nagel träumte damals: Wo jetzt noch Schrottplätze, Lagerhallen, Kohlehalden und verseuchte Flächen sind, könne ökologischer Stadtumbau gezeigt werden. Städtische Atmosphäre ist das Hauptziel. Ein Wohlgefühl wie am Lietzensee, am Frenkelufer, im Nikolaiviertel oder am Tegeler Hafen. Die Verkehrsanbindung sollte unter anderem mit Barkassen wie in Hamburg erfolgen. 2 Jahre später beschloss der Senat das Projekt, das nach einigen Jahren aber wieder gestoppt werden musste. Berlin hatte sich nicht so entwickelt, wie vom Senat in der ersten Euphorie Anfang der 90er Jahre erwartet. Die Bevölkerungszahl Berlins wuchs nicht von 3,5 auf 5 Millionen an, im Gegenteil, sie schrumpfte um etwa 100.000 Bewohner. Aber es waren Kosten in Höhe von mehreren Milliarden Euro für die Erschließung der früher teilweise industriell genutzten Flächen angefallen. Der Senat musste dafür aufkommen, weil der ursprüngliche Plan, dieses Geld durch den Verkauf von Grundstücken wieder hereinzuholen, nicht aufgegangen war. Mehr als 30 Jahre nach den ersten Planungen hat sich aber vieles gewandelt. Neuer, vor allem bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt und überall drehen sich die Baukräne. Und zahlreiche Gebäude sind bereits fertiggestellt. Die Berlin-eigenen Wohnungsbauunternehmen Gewobag und WBM errichten bis 2025 Wohnungen für 7.000 Menschen. Vor allem am östlichen Ufer der Havel, 50% davon im sozialen Wohnungsbau. Insgesamt sollen über 8.000 Wohnungen entstehen, etwa je zur Hälfte durch öffentliche und durch private Bauträger realisiert. Ein erster Bauabschnitt ist fertiggestellt. Für die insgesamt 362 Wohnungen hat es 4.500 Anmeldungen gegeben. Im Internet findet man folgende Kommentare: Architektur wie alle Neubauten, die in Berlin gebaut werden, aber dicht an der Havel und man kann an der Havel schön spazieren. Das westliche Ufer ist vor einigen Jahren zu großen Teilen bereits durch private Investoren bebaut worden. An der Ecke Wasserstadtbrücke-Havel soll noch ein Wohnturm mit Luxus-Apartments durch ein Hamburger Unternehmen errichtet werden, das Deck One. Man könnte ein sehr ausführliches Video zur Wasserstadt und den anderen Projekten machen, aber bei dieser Tour kann ich nur ein paar Eindrücke vermitteln. Die Senatsbauverwaltung für Bauen und Wohnen hatte am 9. April 2020 ein Exposé unter dem Titel Neue Stadtquartiere, Wasserstadt Berlin-Oberhavel-Spandau, Haselhorst-Hakenfelde veröffentlicht. Dort heißt es: Die Konversion der ehemaligen Rüstungs- und Industriestandorte nördlich der Spandauer Altstadt sowie östlich und westlich der Spandauer Havel in einen neuen Wohnstandort ist seit Beginn der 90er Jahre eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte. Damaliges Ziel der Entwicklungsmaßnahme Wasserstadt Berlin-Oberhavel war es, an der Stelle ungenutzter, altindustrieller Gewerbeflächen ein neues Stadtquartier zu erbauen. Anfang der 2000er Jahre wurden auf Teilflächen in den Quartieren Haveleck und Nordhafen eigentumsfähige Reihenhäuser realisiert. Ein noch großer Teil der Flächen blieb jedoch noch unbebaut. Die bereits erreichte Öffnung dieses ehemals weitgehend abgeschotteten Stadtgebietes rund um die Insel Eiswerder hat für den Spandauer Norden und Haselhorst bereits eine wesentliche Verbesserung der gesamten Stadt- und Freiraumqualität bewirkt. Durch die Bebauung der noch verfügbaren Wohn- und Infrastrukturflächen wird diese Entwicklung fortgeführt und in absehbarer Zeit abgeschlossen. Durch den Weiterbau der Wasserstadt Berlin-Oberhavel werden unter dem Namen Waterkant Berlin
von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ca. 8.300 neue Wohnungen realisiert werden können. Insgesamt verfügen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in der Wasserstadt noch über ein Flächenpotenzial für ca. 4.200 Wohnungen. Daneben können ca. 4.100 Wohnungen durch private Investoren entwickelt werden. Bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne wird das Berliner Modell kooperativer Baulandentwicklung verbindlich angewandt. So ist zu erwarten, dass in der Wasserstadt Oberhavel ein ausgewogenes Wohnungsangebot und damit eine sozial gemischte Bevölkerungsstruktur entstehen kann. Durch den Funktionsverlust von Industriestandorten in herausragender Wasserlage an der Spandauer Havel rund um die Insel Eiswerder bietet sich die Möglichkeit, in exponierter landschaftlicher Lage ein gemischt strukturiertes Stadtquartier mit hohem Wohnanteil, Arbeitsplätzen, Versorgungsmöglichkeiten und sozialer Infrastruktur zu realisieren. Das Entwicklungsgebiet ist straßenseitig erschlossen. Die öffentliche Personennahverkehrserschließung erfolgt derzeit ausschließlich über den Bus und Anlehnung an den U-Bahnhof Haselhorst oder an den Bahnhof Spandau. Die Kapazitäten der Busanbindung an die Altstadt Spandau sind ausgeschöpft. Um eine attraktive Erreichbarkeit auch ohne motorisierten Individualverkehr zu gewährleisten, ist die Anbindung an das öffentliche Personennahverkehrsnetz zu verbessern. Mögliche Entwicklungsperspektiven stellen die Trassenfreihaltung auf der Wasserstadtbrücke bzw. der Daumenstraße für die Straßenbahn, die Flächenfreihaltung der S-Bahn-Trasse und eine qualitativ hochwertige Zubringeranbindung an die U-Bahn-Linie U7 dar. Die Waterkant Berlin ist Teil des praxisorientierten Forschungsprojektes Move Urban. Dabei geht es um die Entwicklung von flächeneffizienten Mobilitätskonzepten in neuen Quartieren, das zeitnah zur Planung des Wohnungsbaus Vorschläge zur Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts im Gebiet erarbeiten wird. Damit wäre das Hauptproblem der neuen Quartiere schön umschrieben: die fehlende gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Die Planungen haben sich bereits um einige Jahre verzögert. Eine von vielen geforderte mögliche S-Bahn-Verlängerung der Siemensbahn über die Insel Gartenfeld, auf der auch noch Wohnungen für 10.000 Menschen gebaut werden sollen, bis in die Wasserstadt, wird vom Senat noch geprüft. Der genaue Verlauf der geplanten Straßenbahnverbindung ist auch noch nicht entschieden. Diese soll ab 2029 fahren. Daher dürfte die Furcht vor einem Verkehrsinfarkt auf den begrenzten Zufahrtsstraßen zu den neuen Quartieren mehr als berechtigt sein. Ein auffälliges neues Gebäude ist jetzt vor uns zu sehen, vom Investor Havelperle benannt. Im Prospekt heißt es: Direkt am Ufer der Havel gelegen, besticht die über 50 Meter hohe Havelperle mit unverbaubarem Weitblick über das Wasser. Das außergewöhnliche Bauvorhaben umfasst 76 moderne Eigentumswohnungen mit atemberaubender Aussicht. Genau wie die Havelperle selbst sind auch die abwechslungsreichen Grundrisse ihrer 2- bis 4-Zimmerwohnungen mit vielfältigen Größen und Formen etwas ganz Besonderes. In der Havelperle wohnen Sie in erster Reihe direkt am Wasser und genießen alle Vorzüge, die dieser Logenplatz mit sich bringt. Für Ihr eigenes Boot können Sie einen Anlegeplatz in der Nähe anmieten und sind somit von Ihrer Wohnung aus schon nach kurzer Zeit mitten auf dem Wasser. Die Wohnungen waren vor der Fertigstellung verkauft. Wir überqueren die Maselake-Bucht und kommen in den Maselake-Park. Der 4 Hektar große Maselake-Park wurde im Juni 2007 als ein weiterer Bauabschnitt des Projekts Wasserstadt Berlin-Oberhavel fertig. Die Wasserstadt GmbH Berlin hat 2,4 Millionen Euro in die öffentlichen Grün- und Freiflächen entlang des Nordhafens und der Maselake-Bucht investiert. Er liegt auf der namensgebenden ehemaligen Feldflur Maselake. Für viele überraschend gibt es hier links auch eine Baufläche, die über die Jahre mehrfach den Besitzer gewechselt hat. Aktuell sollen 270 Mietwohnungen entstehen. Auf der anderen Straßenseite gibt es ein weiteres großes Entwicklungsgebiet mit der Bezeichnung Karossa-Quartier. Der Investor Kauri CAB plant auf dem insgesamt rund 107.000 Quadratmeter umfassenden historischen Herdlein-Areal ein ganzheitliches Quartier. Etwa 2.000 Wohneinheiten sollen entstehen, das Investitionsvolumen 40 Millionen betragen. Ziel sei es, einen campusartigen Mix aus Leben, Wohnen und Arbeiten mit überörtlicher Attraktivität zu entwickeln. Eine wichtige Richtschnur sei dabei der Life-Circle-Gedanke. Die Quartiersentwicklung berücksichtige aktuelle Lebensmodelle, indem sie integrative neue Wohnformen schaffe und einen generationsübergreifenden Ansatz verfolge. Klingt auch schön und bedeutet, dass es Seniorenwohnungen geben soll, aber auch Mikroapartments und Co-Living.
ähnlich wie ich es im Video zur Lehrterstraße über das Quartier Mittenmang beschrieben habe. Aber warum heißt es Karosserquartier und Herdlein-Areal? Wie vorhin angedeutet, war Spandau spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine der Waffenschmieden Preußens, wo systematisch Rüstungsbetriebe angesiedelt wurden. Diese Tradition endete eigentlich 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, aber mit Beginn der NS-Zeit wurde Spandau dann nochmals Standort für Betriebe der Waffenindustrie. Hier entstand von 1938 bis 1942 im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums das Siemens Luftfahrtgerätewerk, entworfen von dem hauseigenen Architekten Hans Herdlein. Der Gesamtkomplex ist noch vorhanden und steht unter Denkmalschutz. Im Luftfahrtgerätewerk wurden Armaturen und Gerätschaften für die Luftwaffe hergestellt. Nach 1945 gab es die unterschiedlichsten Nutzungen. So war hier von 1950 bis 1993 die Hans-Karosser-Oberschule untergebracht, ein Gymnasium, das mittlerweile in den Ortsteil Kladow umgezogen ist. Daher der Name Karosserquartier. Es gab noch eine weitere Schule, eine Polizeiwache und eine Außenstelle der Stadtbibliothek Spandau. In den letzten Jahren standen aber viele Bereiche leer. Im Internet findet man eine Simulation des Areals, das in 3 Jahren bereits fertig sein und laut Investor ein smartes Vorzeigeprojekt werden soll. Links von uns der Spandauer Hafen mit dem Hohenzollernpark, der 2004 angelegt wurde und das schmale Westufer des Nordhafens umschließt. Bereits 2011 wurde das Quartier Nordhafen fertiggestellt. Es umfasst komfortable Stadtvillen, Stadthäuser und am Südufer bildet seit 2002 das Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick, das über mehr als 600 Wohn-, Heim- und Pflegeplätze, einen großen Garten am Wasser und eine eigene Schiffsanlegestelle verfügt, den Abschluss. Wir sind wieder an der Havel, fahren am Havelufer entlang und kommen zum nächsten Entwicklungsareal. Dem sogenannten Speicherballett von Buwog. Die Buwog, Bauen und Wohnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wurde 1950/51 von der Republik Österreich als Wohnungsbaugesellschaft für Bundesbedienstete geschaffen. Im Jahr 2002 beschloss das österreichische Bundesministerium der Finanzen die Privatisierung. Wer mehr über die damit verbundenen Ungereimtheiten erfahren möchte, kann gerne Buwog-Affäre googeln. 2018 wurde die Buwog von der Vonovia SE für 5,2 Milliarden Euro übernommen. Der Vonovia, einem deutschen Immobilienkonzern mit Sitz in Bochum, gehören über 400.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Der Name dürfte geläufig sein, da man gerade dabei ist, in Berlin die Deutsche Wohnen zu übernehmen. Bereits durch frühere Übernahmen von anderen Konkurrenten wie Viterra und Gagfa hatte sich Vonovia zum Marktführer in Deutschland entwickelt. Hier werden die alten Speicher des früheren Heeresverpflegungsamtes denkmalgerecht saniert. Alle Wohnungen sind längst verkauft, für Preise ab 6.000 Euro der Quadratmeter. Aber es gibt dahinter ja noch den zweiten Bauabschnitt mit dem Namen Havelkiesel. Da heißt es schnell zu sein.
Wir nähern uns der großen Eiswerder Brücke, die 1903 errichtet wurde und auf die Insel Eiswerder führt. Ein Blick auf den Altstadthafen Berlin-Spandau. Hier gibt es eine große Auswahl an Mietbooten für Gäste, sowohl mit als auch ohne Bootsführerschein. Ganz im Hintergrund ist die Zitadelle Spandau zu erkennen. Die Insel Eiswerder hatte sich im 19. Jahrhundert mit mehreren Rüstungsfabriken zu einem bedeutenden Militärstandort entwickelt. Auf ihr befanden sich eine Pulverfabrik, eine Geschützgießerei, eine Artilleriewerkstatt, eine Patronenfabrik und eine Munitionsfabrik. Nach dem Kriege von 1953 bis 1990 lagerte hier der Wespener Senat in den verbliebenen Lagerhallen die erweiterten Senatsreserven. Arthur Brauner mit seiner berühmten Central Cinema Company, CCC, hatte von 1950 bis Anfang der 70er Jahre in Haselhorst und auf der Insel, in der ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik, seine Studios. Viele Edgar Wallace-Filme wurden hier gedreht. Auch Eiswerder und die Zitadelle Spandau böten Stoff für ein weiteres Video. Wir fahren nach diesem Rundumblick aber weiter auf der Westseite der Havel. Wer sich im Alter für einen Sitz in einer Premium-Residenz interessiert, könnte sich mal den Katharinenhof im Uferpalais anschauen, der sich in den Gebäuden einer ehemaligen Schultheiß-Brauerei befindet. Im Prospekt heißt es: Leben wie Gott an der Havel. Wer sein Leben lang einen gehobenen Lebensstil gepflegt hat, möchte auch im Alter nicht auf eine besondere Atmosphäre und hochwertige Dienstleistungen verzichten. Im Katharinenhof am Uferpalais wohnen Sie nicht einfach, Sie residieren mit Stil, Komfort und Individualität. Und all das in einer fantastischen Lage direkt am Wasser. Wo die traditionsreiche Schultheiß-Brauerei 120 Jahre lang das beliebteste Bier Berlins braute, leben heute mehr als 200 Seniorinnen und Senioren in hochwertig ausgestatteten 1- bis 3-Zimmer-Apartments. Die Preise dafür liegen zwischen 1.600 und 3.300 Euro monatlich. Es folgt eine besondere Feuerwache, die 1925 bis 1926 im Stil des Expressionismus erbaut wurde. Der Entwurf stammt von Johannes Dlör. Der Bau mit seinen Verblendziegeln mit Ziermustern, Abschlüssen in Zickzackform, Spitz- und Rundbögen, prägnanten Lampen und schmückenden Wandskulpturen wurde in den 90er Jahren modernisiert und umgebaut und von 2012 bis 2014 nochmal saniert. Die Feuerwache steht unter Denkmalschutz. Jetzt kommen wir mal durch ein Gebiet, in dem gerade nicht neu gebaut wird. Weiter geht's durch den Vrömener Park. Er ist die älteste Parkanlage in Spandau und wurde 1913/14 unter dem Namen Vrömener Platz im Zuge der Sozialreformen als Naherholungsgebiet für die an Grünflächen arme Spandauer Neustadt, in der vor allem kinderreiche Arbeiterfamilien wohnten, geschaffen. Zuvor hatten sich an dieser Stelle Mitte des 19. Jahrhunderts ein städtischer Hafen und ein Lagerplatz befunden. Seinen Namen trägt der Park nach den mittelalterlichen Vrömenern. Hierbei handelte es sich um Ackerbürger, die sich zu einer Vröe zusammengeschlossen hatten. Eine Vröe war eine freiwillige Gerichtsbarkeit, in der die in ihr Vereinigten ihre Feldbestellungs- und Flurstreitigkeiten selbstständig regelten. Die Gegend wird als deren einzige Versammlungsstätte angesehen.
Hier wurden auch die ersten Großbaumverpflanzungen in Spandau durchgeführt. Das heißt, mit viel Mühe versetzte man gestandene Kastanienbäume hierher, um von Anfang an das Bild eines ausgereiften Wandelparks zu vermitteln. Von den gut angewachsenen Exemplaren erfreuen einige noch immer die Besucher. Hier rechts noch das Brauhaus Spandau mit Hotel, Restaurant und einem Biergarten mit 600 Plätzen. Über die kleine Brücke geht es in die Altstadt Spandau auf die sogenannte Altstadtinsel. An der südlichen Fortsetzung des Mühlengrabens, dem Viktoriaufer, ist noch ein 116 Meter langer Rest der Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert erhalten und zu sehen. Im 19. Jahrhundert wurde Spandau zu einer der stärksten Festungen Preußens ausgebaut. Der seit dem 17. Jahrhundert bestehende Festungszwang, der erst 1903 endgültig aufgehoben wurde, hatte aber eher negative Folgen für die Stadtentwicklung. Mit der erneut etablierten Rüstungsindustrie war Spandau Ende 1944 und Anfang 1945 Ziel schwerer Luftangriffe, die vor allem die Altstadt stark zerstörten. Auch wegen der radikalen Sanierung in den 1950er Jahren und des U-Bahn-Baus in den 1980er Jahren blieb von der alten Bausubstanz eher wenig erhalten. Auf der anderen Uferseite links von uns befindet sich die Zitadelle Spandau, die wir aber hinter uns lassen, sobald wir unter der Straße am Juliusturm unterdurchfahren. Links von uns ist auch die Stelle, an der die Spree in die Havel mündet, also etwa da, wo das Lagerhaus zu sehen ist. Wir verlassen die Altstadtinsel, sehen nochmal die Stadtmauer und vor uns das bis 1913 erbaute Rathaus Spandau. Zeit für eine Kaffeepause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.